Hallo, Hallo. schönen guten Tag. Wir sind's, Björn und Jenny von Pitted Studio und wir haben sehr viele Fragen von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Und Jenny hat den schlauen Zettel, wo die alle draufstehen und die liest jetzt vor. Genau, das sind natürlich auch viele Fragen, die sich jetzt angesammelt haben. Mal gucken, wie weit wir kommen. Eine Frage, die noch war, wahrscheinlich wisst ihr das jetzt schon besser, ist das Spiel Linux-kompatibel? Da müssen wir zu sagen, wir selber haben nichts gemacht, was das Spiel Linux-kompatibel macht. Das heißt, wenn das funktioniert, dann ist es etwas, was die Unreal Engine nativ anbietet. Und wir haben auf jeden Fall schon mitgekriegt, dass es einige Leute gibt, die es auf Linux spielen und dass das auch funktioniert. Wie die das genau machen mit irgendwelchen Emulatoren oder so, weiß ich leider nicht. Aber das wisst ihr vielleicht, ja? Also schreibt es gerne unten in die Kommentare, wenn ihr es auf Linux mal ausprobiert habt. Ja, die nächste Frage ist, wie genau definiert ihr Ruhrpott-Fantasy? Oh, Ruhrpott-Fantasy. Naja, also ursprünglich ist es halt so, dass Piranha Bytes hier im Ruhrpott gegründet wurde und das halt auch mit vielen Ruhrpott-Yogis bestückt war und wir halt auch sehr ruppige Typen sind und auch entsprechende Dialoge geschrieben haben, was uns dann irgendwie zu diesem Schluss gebracht hat, irgendwie das Ruhrpott-Fantasy zu nennen, weil es halt schon immer eine raue Welt ist, in dem Typen sind irgendwie, die sehr, sag ich mal, sehr direkt mit dir umgehen, so wie der Wortlaut auch hier im Ruhrgebiet ist und das kam gut an. Das war sehr lustig für die Menschen zu erleben. Wir haben halt kein High Fantasy gemacht mit Zwergen und Elfen und so und mit feinen Magiern und solche Dinge, sondern eher sehr ruppig und direkt und mit Orks und mit Goblins und sowas. Ja, das war irgendwie so eher unser Ding. Und das halt Fantasy ist halt irgendwie ein Ding, was wir in unserer Jugend halt sehr viel gespielt haben. Wir haben sehr viel Rollenspiele gespielt und auch Live-Rollenspiele und so weiter. Das hat uns sehr geprägt. Und die Kombination hat es irgendwie ausgemacht, dass wir dadurch auf uns aufmerksam gemacht haben. So diese Art von Spiel. Und das haben wir bis heute durchgezogen. So. Und bei Kralon haben wir das Ganze so ein bisschen auf die Spitze getrieben, haben tatsächlich Ruhrpott-Sachen eingebaut. Du bist in einem Schacht, du bist in einer Mine, wo Kohle gefördert wurde mal und jetzt sind da irgendwelche Fantasy-Wesen drin, die irgendwelche Dinge tun, dir Quests geben und so weiter. Das heißt, die beiden Sachen, Fantasy und Ruhrpott, tatsächlich miteinander zu verbinden, das war die Aufgabe bei Kralon und wir erzählen dann eine entsprechende spannende Geschichte darum. Wer uns so ein bisschen auch auf den anderen Social-Media-Kanälen verfolgt oder wer zum Beispiel hier auf YouTube ab und zu mal unsere Reels anschaut, merke auch, wir sind hier beheimatet, mitten im Ruhrgebiet und lieben das Ruhrgebiet auch. Also wir sind, das ist wirklich so Wahlheimat, unsere Kinder sind hier geboren und es ist so, dass wir gar nicht mehr weg wollen, weil wir diesen alten industriellen Charme, den das bietet, auch sehr mögen. Ja? Andere Leute finden das Pott hässlich, im wahrsten Sinne. Wir finden das aber schön. Und, der Pott ist hässlich. Aber das hat irgendwie was. Ja, stimmt ja nicht ganz. Ne? Mittlerweile hat sich die Natur vieles wieder zurückgeholt. Es ist sehr grün hier und so. Also es gibt solche und solche Ecken im Ruhrpott und beides ist direkt nebeneinander und hat sowas ganz Eigenes. Und wir stellen sehr vieles davon vor, die unterschiedlichen Zechen. Wir sind unglaublich viel hier auch in unserer Freizeit unterwegs und saugen das auf wie so Schwämme. Und es war einfach unglaublich naheliegend, das dann auch thematisch mit in unser Spiel, unser Erstlingswerk mit Pitted Studio einfließen zu lassen. Auch der Name Pitted Studio kommt ja genau daher, dass wir gedacht haben, das passt so gut zu uns, das ist das, was wir hier täglich leben. Und wenn man etwas macht, was man sowieso immer lebt, dann fällt es einem auch leichter. Ja? Also sprudeln dann die Ideen und dann haben wir gesagt, gut, das setzen wir so auch um und machen weiter Ruhrpott-Fantasy. Oh, in was für einem Spielegenre, außerhalb von dem, was ihr bisher gemacht habt, würdet ihr gerne einmal entwickeln? Auch wenn es völliges Neuland wäre. Adventure fände ich interessant. Ich persönlich mag auch Walking-Simulatoren.
obwohl die sehr diskutiert werden. Es gibt Leute, die lieben sie. Es gibt Leute, die finden die super lame. Und, da latscht man ja nur rum, ne? Ja. Genau. So ein Spiel spannend zu gestalten, finde ich auch auf jeden Fall eine spannende Idee. Adventures hast du recht, ist auch super cool. Ich liebe ja auch seit jeher Point-and-Click-Adventures. Leider verkaufen die sich heutzutage gar nicht mehr so gut. Also gibt ein paar Ausnahmen weltweit, aber das ist ein Genre, das so zunehmend kleiner wird und die Liebhaber von diesen Spielen, die müssen immer so ein bisschen darunter leiden, dass die Auswahl kleiner wird. Wir haben letztens auch ein paar tolle gespielt, also das letzte tolle Point-and-Click-Adventure, was ich gespielt habe, war Mindlock? Mindlock, The Apartment, richtig. Das hat richtig Spaß gemacht, hat auch ein Solo-Entwickler gemacht. Liebe Grüße an den Ruben. Und das war richtig cool. Ja, dann, das fand ich so witzig, deswegen habe ich es einfach mal mit aufgeschrieben, obwohl es gar keine Frage ist. Letzte Mal hatten wir von Toon Blast erzählt, ne, dass das mit dem Bär und dass ich da schon über Level 1000 bin. Und da hat jemand geantwortet, bei Toon Blast bin ich bereits bei Level 5000 und versuche meine Schwiegermutter einzuholen. Oh Gott. Die ist noch weiter, ja? Oh Total Gott. geil. Ja, das ist cool. Finde ich super. Fall. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg dabei. Ja. Das ist nicht so einfach und erfordert auch zwischendurch viel Zeit, aber ich fühle das. Ich glaube, bei dem Ding muss man mal Pause machen ab und zu, dass sich das irgendwie dann erleichtert oder so, ne? Kann das sein? Macht es tatsächlich, ja. Also ich habe mich strikt geweigert, irgendwas zu kaufen für echtes Geld, weil ich mal in einem anderen Spiel mal die Erfahrung gemacht habe, sobald man etwas kauft, kriegst du nie wieder irgendwas umsonst oder leicht. Und dann kriegst du es auch, da musst du auch immer wieder investieren, weil dann ist das bockschwer. Sonst kannst du es nicht spielen, genau. Ja. Und deswegen habe ich das seitdem vermieden, bei anderen Spielen zu tun, weil ich mir die ja nicht selber kaputt kaufen will. Mhm. Aber wenn dafür machst du aber Werbung hier, also von daher ist das ja, ne? Das macht auch Spaß. Ja, das wenn ich gut, eine Weile gespielt habe und so, dann schenkt einem das Spiel manchmal so, dass man leichter durch die Schatzsuche zum Beispiel wieder an Kohle kommt und solche Sachen. Das ist sehr subtil gemacht. Ich find's ganz cool. Es ist eine leichte Herausforderung, aber nicht zu kompliziert. Ich mag das Ding. Ja. Und es ist so befriedigend, wenn diese Bomben platzen. Ich finde das total super. Diese bunten Regenbogen-Disco-Kugeln, wenn du 2 davon hast, dann geht alles kaputt. Finde ich super. Gab es mal ein Arbeitstool, das euch ein Projekt zerschossen hat? Und wie viel Zeit habt ihr dann verloren? Also im Kleinen fällt mir zum Beispiel ein, genau das hier. Wenn man so ein Video macht, für YouTube zum Beispiel, dann benutzen wir da ein Videoschneidetool. Und manchmal will das Videoschneidetool nicht und macht dann irgendwie die Dateien korrupt oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dann alles im Eimer und es rendert auch nicht mehr. Zum Beispiel. Das ist zwar jetzt nicht das gesamte Projekt, aber es ist trotzdem super ärgerlich und man muss den Mist dann nochmal machen. Ich kann mich nicht erinnern an irgendeine Midware oder irgendwas, was wirklich uns das Projekt zerschossen hätte. Also am Anfang kannten wir uns noch nicht so gut aus mit Git. Kennt ihr das? Okay. Git ist Revisionskontrolle. Ne? Es hat uns aber nicht das Projekt zerschossen, ne? Nein, muss man dazu sagen. Aber, nicht, also nicht, aber manchmal macht man da so dämliche Sachen. Man weiß dann nicht mehr, wie man es rückgängig macht. Ja, das war teilweise kompliziert. Also alle möglichen Spieleentwickler, die jetzt irgendwie an der Uni sind oder an der Hochschule und anfangen, arbeiten mit Git. Und dann wisst ihr vielleicht, was wir meinen, dass das am Anfang schon ein bisschen sperrig ist. Aber wenn man den Bogen da einmal raus hat und weiß, wie man es bedient, dann geht es auch. Das hat uns also auch gleichermaßen sehr geholfen. Ne? Dann ist es nämlich in Relation günstig und man kann damit halt relativ schnell eine Revisionskontrolle auch betreiben, aber man muss sich da reinarbeiten. Ansonsten nicht. Ist euch das denn schon mal passiert? Habt ihr, wie kommst du denn auf die Frage? Hast du dir irgendwas zerschossen? Und wenn ja, was? Schreib's doch mal unten rein. Ja, dann fragt jemand, wie oft macht ihr Sicherheitskopien? Täglich. Jeden Tag. Immer auf verschiedenen Medien, falls mal irgendwas abbraucht hier. Ja. Weil das wäre fatal. Jeden Tag. Ja.
Ja, wunderbar. Vielen Dank für die ganzen Fragen und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitech Studio TV. Sehr gerne. Und wenn ihr neue Fragen habt, schreibt die doch gerne hier bei dieser Folge unten in die Kommentare. Dann sammeln wir die und füllen unsere Fragen hier wieder auf. Dankeschön. Bis Tschüss. dann. Ja gut, also mal Daten gelöscht und dann waren sie für immer weg. Das ist schon öfter passiert. Aber das ist dann eigene Blödheit, ne, oder? Ja, irgendwie schon.